Die TWS-Profis von Linksbroker haben sich heute das Thema Covered Call rausgesucht. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse & Co. einfach erklärt und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video von Linksbroker. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. In den vergangenen Monaten haben wir Ihnen mit diversen Videos die Tools aus der Trader Workstation nähergebracht, die geeignet sind für die Analyse und den Handel von Optionen. Und für die weiteren Videos haben wir uns vorgenommen, Ihnen Strategien vorzustellen. Mit welcher wollen wir heute starten, Dominik? Heute starten wir mit dem Covered Call Writing, eine der bekanntesten Optionsstrategien, aber auch eine, die häufig missverstanden wird. Genau. Und obwohl sie technisch recht simpel wirkt und damit auch für Einsteiger oder Trader, die neu mit dem Optionshandel sind, geeignet ist, übersieht man dabei ganz gerne mal das Ertrags-, aber auch das Risikoprofil, das man sich damit mit ins Portfolio holt. Genau, deswegen schauen wir heute nicht nur auf die Chancen oder die Ertragsmöglichkeiten, sondern tauchen ein in die Funktionsweise, in die Einsatzgebiete und auch ein paar Best Practices. Covered Call Writing bedeutet, ich halte eine Aktie in meinem Portfolio und verkaufe auf genau diese Aktienposition einen Call. Und dieser Call ist dann covered, weil ich ja die Aktie schon in meinem Depot habe, die ich liefern müsste, wenn dieser Short Call zugeteilt werden sollte. Exakt. Du kannst also der Lieferverpflichtung aus dem Short Call ohne Zusatzkosten nachkommen, deswegen gedeckt. Mhm. Und für das Verkaufen, im Fachjargon auch Schreiben der Option genannt, und das damit verbundene Risiko, erhält der Short Call eine Optionsprämie. Die wird zum Zeitpunkt der Eröffnung vereinnahmt. Wobei man auch sagen muss, dass das Risiko der Strategie gar nicht wirklich in dem Short Call liegt, sondern eher darin besteht, dass man auf Ertragspotenziale verzichtet, sollte die Aktie stark nach oben ausbrechen und das Strike-Price-Niveau überschreiten, welches ich gewählt habe. Ganz genau. Ja, das heißt, der zentrale Trade auf dieser Strategie ist genau der: Wir wägen ab Prämie vereinnahmen und dafür begrenzen wir, nämlich zur Höhe des Strike-Preises, das Ertragspotenzial unserer Aktienposition. Covered Call Writing wird also genutzt, um das Ertragsprofil einer bestehenden Aktienposition ganz gezielt zu optimieren. Es gibt auch diverse Anleger da draußen unter Ihnen, die auf Dividendeneinkünfte abzielen. Es gibt allerdings auch diverse Unternehmen, auch welche von den großen Playern, die keine Dividende zahlen. Und genau für solche Szenarien kann Covered Call Writing eine weitere potenzielle Einnahmequelle für Ihr Depot darstellen. Statt also ausschließlich auf Kursgewinne zu bauen, rücken hierbei immer wieder regelmäßig einfließende Prämieneinnahmen stärker in den Vordergrund. Und in welchem Umfeld funktioniert das am besten? In einer Marktphase, in der der Optionsmarkt relativ hohe Kursbewegungen einpreist. Also in einem Umfeld mit hoher impliziter Volatilität. Genau. Und am besten, wenn die Aktie diese hohen Erwartungen an die Kursbewegung am Ende nicht erfüllt. Genau. Also man profitiert bei dieser Strategie vom Vergehen der Zeit, also vom Zeitwertverfall, und man hofft, dass die eingepreiste Schwankungsbreite, also die implizite Volatilität, zurückgeht. Und das ohne, dass es zu starken Bewegungen am Markt kommt. Damit ist Covered Call Writing eine Strategie, die weniger geeignet ist für starke Trendphasen, sondern eher für stagnierende oder seitwärts tendierende Märkte. Wichtig ist dabei, ein Covered Call reduziert kein Aktienrisiko im klassischen Sinne. Genau. Die vereinnahmte Prämie hilft höchstens, kurzfristig die Verluste zu dämpfen, ersetzt allerdings keine vollwertige Absicherung. Ein häufiger Fehler ist es zudem, die Strategie ausschließlich an der höchsten Prämie auszurichten. Exakt. Viel sinnvoller ist es, sich wirklich erstmal im Klaren zu sein, welche Markterwartung habe ich. Ja, wie gesagt, in sehr stark schwankenden Märkten ergibt diese Strategie wenig Sinn. Ja, und anhand der eigenen Markterwartung kann man dann festlegen, wo will ich gut den Strike und die Laufzeit für meinen Call. Covered Call Writing ist eben keine kurzfristige Reaktion auf Marktbewegungen, sondern vielmehr eine bewusste Strukturentscheidung. Exakt. Gibt es denn Möglichkeiten für mich abzuwägen, wie wahrscheinlich es ist, dass der Call, den ich jetzt schreiben möchte, am Ende in the money ist und meine Aktien dann futsch sind? Die Möglichkeiten gibt es in der Tat. Man kann die Wahrscheinlichkeit einer Zuteilung am Ende der Laufzeit der Option prognostizieren, indem man sich den optionsgleichen Filter zunutze macht. Schön, dass du es erwähnst, Dominik. Vielleicht der Hinweis auch für Sie
zu Hause, liebe Zuschauer. Wir haben vor kurzem auch ein Video gemacht zum Option Trader und sind dabei auch etwas auf die Griechen eingegangen. Auch Delta haben wir dabei beleuchtet. Unsere Empfehlung, schauen Sie sich auch das Video mal an, das wir für Sie verlinken. Ja. Noch eine weitere Sache, die auch einem klar sein muss, wenn man diese Strategie fährt. Wie geht man damit um, wenn man wirklich am Ende zugeteilt wird, in die Lieferverpflichtung kommt und die Aktie ausgebucht wurde? Möchte man den Covered Call nur nutzen, um eine zusätzliche Rendite zu erzielen, oder möchte man die Aktie vielleicht sogar verkaufen und trotzdem sogar noch eine Prämie zusätzlich einnehmen? Ja, das ist die Frage. Und man sollte sich natürlich auch bewusst sein, dass starke Kursbewegungen, egal in welche Richtung, für diese Strategie eher ungünstig sind. Genau, wir hatten auch schon festgestellt, Volatilität für Long gut, für Short Calls nicht erfreut. Ja? Noch ein weiterer Punkt, wir haben gerade über den Strike gesprochen, wie wir den wählen. Wenn wir über Best Practices reden, ist natürlich auch noch die Laufzeit, die man wählt, sinnvoll. Und da ist eine gängige Praxis, dass man Restlaufzeiten von 30 bis 45 Tagen wählt, oder das machen viele Händler, die Covered Call Rating betreiben. Weil am Ende, also gerade im letzten Monat, der Zeitwertverfall am höchsten ist. Ganz genau. Dir hat das Video weitergeholfen? Dann freuen wir uns jetzt über deine Unterstützung, damit wir schnell weiter wachsen können, indem du den Daumen hoch anklickst, den Kanal abonnierst, tolle Kommentare dalässt und den Thanks-Button nutzt. Herzlichen Dank! Wir zeigen jetzt kurz die technische Umsetzung in der TWS. Rein beispielhaft, ohne Bewertung. Lassen Sie uns gerne direkt in die Praxis eintauchen. Rein in die Plattform. Die Aktie, die wir heute nutzen wollen, um den Covered Call zu demonstrieren, wir haben als Beispiel jetzt einmal Palantir genommen, PLTR ist das Symbol, ist bereits im Depot. Wir sehen, wir haben hier schon eine Position von 100 Stück. Die brauchen wir eben auch, um den Covered Call zu handeln. Genau, denn der Standardmultiplikator beträgt in den meisten Optionsmärkten 100. Das heißt, ich brauche 100 Aktien im Depot, damit ich einen Call gedeckt, also covered, schreiben kann. Wichtiger Hinweis noch kurz an dieser Stelle. Du sagst bereits ein Beispiel. Palantir ist also keinerlei Handels- oder Anlageempfehlung, wirklich nur für die Illustration. Exakt. Und wir wählen uns jetzt einen passenden Call aus. Wir hatten ja gesagt, so 30 bis 45 Tage ist gängig. Wir haben jetzt hier einfach mal den 16. Januar, das entspricht ungefähr 30 Tagen, ausgewählt als Laufzeit. Und welchen Strike wir wählen, ja, auch das ist rein exemplarisch natürlich, aber wir können es hier beispielsweise nach dem Delta richten, welches Sie hier in der Spalte bei mir schon finden. Und wenn wir mal schauen, machen wir es doch glatt, nehmen wir vielleicht den 200er Call, der hat hier ein Delta von ungefähr 0,3, das heißt also 30%ige Wahrscheinlichkeit, dass diese Option ins Geld geht oder im Geld besser gesagt auch endet. Hier können wir dann mit einem linken Mausklick auf die Spalte Geldkurs eine Verkaufsorder für diesen Call erstellen. Da gehe ich mal auf und schon haben wir hier bei den Orders eine Verkaufsorder und können diese dann auch weiter konfigurieren. Hier in diese Spalte können wir reingehen, wenn wir eine Limit Order nutzen wollen, welches viele unserer Kunden tun bei einer Order hier, gerade auch im Optionsmarkt oder allgemein bei eher illiquiden Finanzinstrumenten. Man kann dann hier eben das oder den Preis auswählen, den man mindestens haben möchte. Beispielsweise, um hier eine schnelle Ausführung zu erzielen, gehen wir mal auf den Geldkurs, klicken dann auf Übermitteln und haben die Ordervorschau. Hier ist sehr auffällig. Wir sehen es rechts unten, die Veränderung der Margin. Das heißt, die Margin wird sogar reduziert, unsere Sicherheitsanforderungen, die wir hinterlegen müssen. Wieso ist das so? Wir sagten bereits, das System erkennt, wir schreiben eine Option, deren Risiko die Lieferung der Aktien ist, aber wir halten die 100 Aktien. Das heißt, da gibt es kein Risiko. Zusätzlich nehmen wir hier um die $440 knapp ein. Das heißt, eine Zusatzeinnahme. Deswegen wird das Risiko auf das Portfolio sogar reduziert, weil wir noch Cash einnehmen. Exakt. Und wenn wir jetzt hier auf Übermitteln klicken, bringen wir unsere Order an den Markt. Vielleicht noch ein Hinweis. Langjährige Erfahrung sagt, nehmen Sie sich wirklich den Moment, schauen Sie sich diese Ordervorschau an. Ja, wir haben schon einige Kunden gehabt, die wollten besonders schnell im Markt sein, haben es nicht nochmal kontrolliert, die Vorschau, hatten einen Fehler in der Eingabe. Das tut meist mehr weh als die 1-2 Sekunden später im Markt, wenn man sich nochmal den Moment gegönnt hat, um die Ordervorschau auch zu nutzen und zu kontrollieren. Oh, was ist denn passiert, Dominik? Wir sehen hier, gab es auch schon direkt die Ausführung. Das heißt, also, wir haben unseren Covered Call erfolgreich aufgebaut
und diesen jetzt hier auch in unserem Portfolio. Die Strategie ist vollständig umgesetzt. 100 Aktien, ein Call dagegen geschrieben. Das ist die technische Umsetzung des Covered Calls in Ihrer Trader Workstation. Zusammengefasst kann man also sagen, dass Covered Call Writing dazu dient, das Risiko-Rendite-Profil einer Aktienposition gezielt zu optimieren. Genau, diese Strategie lebt von der Differenz zwischen der erwarteten, Stichwort implizite Wohler, und der tatsächlichen Kursbewegung. Sie eignet sich vor allem in Phasen einer moderaten Kursbewegung oder Marktbewegung, weniger bei starken Trends. Genau, und entscheidend ist, dass Sie als Trader vorher wissen, welchen Trade-off Sie eingehen. Prämieneinnahme, Begrenzung des Ertragspotenzials der Aktie im Austausch. Und genau darum ging es heute. Exakt, ja. Sehr gut, das freut mich. Wir konnten das soweit hoffentlich für Sie klar und verständlich rüberbringen. Das ist immer unsere Hauptintention. Schauen Sie sich gerne auch unsere weiteren Videos an rund um das Thema Trader Workstation, Optionen. Freuen uns auch, wenn Sie nächstes Mal wieder reinschauen, wenn Sie uns ein Like da lassen. Auch gerne einen Kommentar abgeben, was Ihnen gut gefallen hat, aber auch was Sie vielleicht sich wünschen für nächste Videos oder was wir noch besser machen können. An Ihrem Feedback sind wir immer sehr interessiert. Ja, und denken Sie dran, wie immer gilt, Märkte schwanken, Wissen bleibt.